liebe Eintracht-Fans hier ausnahmsweise aus Berlin. Wir besuchen nämlich einen künftigen Spieler von uns, Christopher Lenz, der nächste Woche dann bei uns zum ersten Mal aufschlägt. Aber erstmal zeigt er uns noch seine Heimatstadt und wir fühlen ihn dabei mal ein bisschen auf den Zahn. Also, kommt mit! Hey, grüß dich. Hi, na, herzlich willkommen in Berlin. Danke, ich freue mich auf jeden Fall. Wo geht's als erstes hin? Du bist ja heute Reiseführer sozusagen. Ja, zuerst, wir machen so eine kleine Reise in die Vergangenheit von mir, da wo ich angefangen habe mit dem Fußball, und da fahren wir, denke ich, als erstes hin. Sehr gut, ich habe einen flotten Flitzer dabei, also auf geht's. Christopher, zuerst mal die Frage, hast du einen Spitznamen oder was ist dir lieber? Christopher, Lenz, Lenzi? Ich denke mal, gibt es schon ein paar Varianten, oder? Ja, also jetzt das letzte Jahr wurde ich genauso genannt, wie du es gesagt hast. Also jeder Name kam. Christopher, Chris Lenz, Lenzi, Lenz, also war alles dabei. Okay, aber du hast keinen ganz speziellen? Nee, ich habe keinen ganz speziellen Spitznamen. Nee. Und am liebsten ist dir was? Ich finde, das ist eigentlich kein Spitzname, weil der soll ja mal kürzer sein, aber Chris Lenz finde ich eigentlich ganz witzig, weil der Sohn von einem guten Freund von mir das so ein bisschen erfunden hat, als ob das so ein Name wäre. Mhm. Ja. Ich sage aber jetzt Chris natürlich. Ja, gerne. Chris, du sprichst, das habe ich mir beim ersten Mal schon gedacht, als du in Frankfurt warst, du sprichst gar nicht so berlinerisch, obwohl du hier aufgewachsen bist. Wie kommt das? Ich weiß mal, dass ich in der Schule ein bisschen Probleme hatte, schon mit der Rechtschreibung, und ich wusste, wenn ich Berliner, dann kann ich mich gar nicht mehr auf meine Sprache konzentrieren, also so wie man es dann spricht. Und meine Mutter berlinert schon sehr. Mhm. Und ich habe es dann einfach sein lassen, beziehungsweise wenn ich mit ihr länger spreche, dann kann ich noch Berlinern, und dann Berliner ich auch. Ja. Aber so an sich kann ich das schon, also spreche normales Hochdeutsch, glaube ich. Also ein bisschen Hessisch kriegen wir auf jeden Fall bei dir dann später auch noch rein. Gude, ne? Gude ist schon mal perfekt, ja. Genau, ja. Wo fahren wir jetzt hin? Kannst du uns ganz kurz mal sagen, wo wir jetzt genau hinfahren? Wir fahren jetzt zum Platz, wo ich angefangen habe. Wo alles begann? Wo alles begann mit dem Fußball, ja. Sehr schön. Das ist die Wiese, wo wir angefangen haben. Ja, Chris, welche Kindheitserinnerungen kommen hier hoch, wenn du hier auf diesem Platz stehst mit dem Käfig? Ja, schon einige. Hier habe ich angefangen, sage ich mal, Fußball zu spielen. Direkt hinter uns ist der Platz von meinem allerersten Verein, und das war der Käfig, der mich mit meinen Freunden dann immer selbst in Nicht-Trainingszeiten noch kicken lassen hat. Aber du hast ja hier einen deiner besten Freunde im Endeffekt mit, also was heißt kennengelernt, aber mit ihm auch viel gespielt, mit Maxi Philipp, ne? Du hast ihm die Dinger aufgelegt oder wie war das hier? Nee, wir haben meistens Gegenüberschießen gespielt. Also jeder hatte ein Tor und eine Hälfte gehörte dem anderen dann, und ja, dann haben wir gegeneinander geschossen. Ja, mittlerweile klappt es ja für ihn ganz gut. Bei mir muss noch ein bisschen wieder was aufgeholt werden. Wer hat früher gewonnen? Beide immer wieder. Also wer mehr gewonnen hat, weiß ich gar nicht. Du bist dann hier von dem Verein dann zu Hertha gegangen? Oder wie? Genau. Warst dann 12 Jahre, ne? Ja. Also eine sehr, sehr lange Zeit. Erzähl mal, zu der Zeit Union damals noch keine Rolle gespielt in diesem, wie war das? Nee, ich bin ja schon in West-Berlin aufgewachsen und auch Westberliner grundsätzlich. Dann war in der Jugend halt Hertha das Maß aller Dinge und Union war eigentlich gar kein Thema. Aber später im Profibereich hat sich das dann geändert. Mhm. Mit 18 dann nach Mönchengladbach gegangen. Warum war dieser Schritt, warum hast du den dann weg von der Hertha? Hast du damals dann, sag ich mal, nicht die Option gesehen, dann da zu bleiben, oder wie war das? Ich war sogar noch 17. Musste deshalb erstmal ins Internat da. Aber ja, bei Hertha war es einfach so, dass ich keine Wertschätzung gefühlt habe
Und ich glaube, das ist schon wichtig. Natürlich muss es nicht in einem Übermaß sein, aber mein Vertrag lief aus. Ich war U-Nationalspieler zu dem Zeitpunkt und es hat monatelang keiner mit mir gesprochen. Und sämtliche Vereine aus Deutschland, die hunderte Kilometer entfernt waren, hatten irgendwie die Zeit, mit mir zu reden. Und deswegen habe ich dann den Entschluss gefasst, mit 17 von zu Hause das erste Mal wegzugehen und ein neues Kapitel anzufangen. Union, Hertha ist ja immer so ein bisschen Sekte der Selters in Berlin. Wie sind bei dir die Familienverhältnisse? Also du hast bei Hertha lange in der Jugend gespielt, bei Union warst du jetzt. Wie ist die Familie aufgeteilt? Alles Unioner jetzt. Ich glaube natürlich die wichtigen Jahre sind dann die, wo du halt im Profibereich bist. Natürlich habe ich Hertha trotzdem viel zu verdanken, aber Union habe ich, sag ich mal, den Mut und auch zu verdanken, dass sie mich auch in der zweiten Liga, Bundesliga spielen lassen haben. Und ich glaube, das habe ich auch zurückgezahlt. Und ja, deswegen sind mittlerweile alle Unioner, weil nicht nur, weil ich gespielt habe, sondern auch, weil die Fankultur, die Fans, das Stadion, das war alles sehr sympathisch, sehr familiär und das hat meiner Familie auch gefallen. Union bisher die schönste Karrierestation? Auf jeden Fall, ja. Ja, und jetzt geht's vom Dorf dann in die Stadt, weil jetzt mittlerweile bin ich so erwachsen, dass ich nicht mehr auf dem Dorf leben will wie hier, sag ich mal, am Rande von Berlin, sondern ein bisschen mehr in der Stadt lebe und da auch mein Leben verbringe sozusagen. Auf geht's! Chris, wenn wir jetzt hier so durch Berlin fahren und du überlegst, dass es jetzt erstmal für längere Zeit in Anführungszeichen das letzte Mal ist, schwingt da so ein bisschen Wehmut mit? Oder wie ist es? Du denkst, naja, bist bald wieder da? Auf jeden Fall ein bisschen. Die letzte Zeit war noch schlimmer. Jetzt gerade sind ja die letzten Tage, also wirklich die letzten Tage, hat mich auf dem vorletzten Tag hier in der Stadt noch erwischt. Ist aber mittlerweile so, dass die Freude auf Frankfurt größer geworden ist. Ja. Dass ich nicht mehr so viel Wehmut habe, sondern ich einfach froh bin, wenn ich dann auch in Frankfurt bin. Was ist so das Coole? Ich meine, du bist ja gebürtiger Berliner, ja, du kennst die Stadt ziemlich gut. Was macht Berlin so aus als Stadt? Also was gefällt dir daran so sehr? Ich liebe es einfach, dass du jede Möglichkeit der Welt hast hier in der Stadt. Du kannst alles machen, was du möchtest, egal ob das die unzähligen Restaurants ist, die kulturelle Vielfalt. Du kannst ein bisschen weiter außerhalb gehen, da hast du so dörfliche Atmosphäre. Du kannst mitten in der Stadt sein, wo du jeden Tag in der Woche immer Menschen um dich herum hast. Und ich glaube, das ist das Schöne für mich, weil Langeweile kennt man hier in der Stadt nicht. Mhm. Jetzt fahren wir ja vom Dorf in die Stadt wieder rein. Ja. Ja, den Spot habe ich jetzt ausgewählt, weil das einer meiner Lieblingsspots ist. Das ist der Luma und hier können wir erstmal einen schönen Kaffee trinken. Sehr gut. Und noch ein bisschen entspannen. Ja, Chris, also wie man sieht, du magst Kaffee, Cappuccino. Wir haben ja da weißt du eigentlich, dass wir so eine ganz gute Expertise mit Kevin Trapp haben? Ja, habe ich schon mal gesehen, ja. Nee, der hat ja, glaube ich, auch seine eigene Milch. Ja. Ne? Habe ich auch schon mitbekommen, also von daher, ja. Schon probiert? Noch nicht. Also wird er dir auf alle Fälle ans Herz legen, das ist klar. Kann gut sein. Was macht Christopher Lenz, wenn er so nicht auf dem Fußballplatz ist? Also hier auf jeden Fall sein und sonst? Ja, ich bin halt viel mit Freunden draußen. Deswegen wohne ich auch meistens in der Stadt, weil ich gerne in Restaurants gehe, mich einfach hinsetze oder halt im Café sitze und einen Kaffee trinke. Ja, das ist so mein Abschalten vom Fußball. Und ja, durch meine Freunde dann, die ich dann um mich herum habe, genieße ich die Zeit umso mehr. Ja. Mhm. Interessierst du dich auch außerhalb für Sportarten oder für Fußball oder blendest du das komplett aus und sagst dann, boah, ich muss mir dann abends jetzt nicht unbedingt, sag jetzt mal montags zweite Liga gucken oder freitags abends Spiele? Ja, grundsätzlich gucke ich schon viel Fußball. Ich habe ja jetzt auch jede Liga, sag ich mal, durchlaufen schon und deswegen interessiert mich alles auch ein bisschen. Aber jetzt zum Beispiel die letzten 5 Tage weiß ich auch, dass ich
kein EM-Spiel geguckt habe. Ich habe von Deutschland jetzt auch nur eine Halbzeit geschaut, weil ich einfach viel zu tun habe mit dem Umzug noch und auch mit dem Fitnessprogramm dann, das ich noch einhalten muss. Also ja, ist einiges zu tun noch, deshalb gucke ich gerade im Moment nicht so viel. Ihr müsst ein paar Läufchen machen, ne? Das stimmt, aber es geht noch. Hast du dich selbst mal gegoogelt? Ja, natürlich. Ich habe mal die ersten 5 Begriffe mal rausgesucht. Christopher Lenz, als erstes kommt Familie. Ja, meine Familie ist zwar nicht so groß, aber meine Familie ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, nicht nur mir, ich glaube, jedem ist die Familie sehr wichtig. Deswegen war es für mich nochmal auch ein großer Schritt, jetzt wieder von Berlin wegzugehen nach Frankfurt, weil ich natürlich Familie und Freunde und alle hier lasse. Mhm. Eine spezielle Beziehung zu Papa, Mama, irgendwas oder eine Oma? Ja, meine Mutter ist meine stärkste Ansprechperson in der Familie, glaube ich, weil sie natürlich auch alleinerziehend war mit mir, mir eigentlich immer alles geboten hat, was ich haben wollte, obwohl es vielleicht nicht so einfach war. Und die war eigentlich jetzt erstmal gegen den Wechsel, also nicht gegen den Wechsel zu Eintracht Frankfurt, sondern gegen den Wechsel, dass ich wieder aus der Stadt gehe. Sie wollte eigentlich unbedingt, dass ich hier bleibe, aber ich habe mich dann durchgesetzt. Ja. Zweites, Freundin. Ist vorhanden. Ist vorhanden, aber bleibt privat. Ist auch okay. Alles gut. Freund, das ist natürlich jetzt ein bisschen weit. Wir projizieren das mal auf die Eintracht. Hast du da schon Freunde oder beziehungsweise kennst du welche? Ja, mit Armin Younes und Djibril Sow habe ich in Gladbach auch schon zusammengespielt. Dadurch kenne ich 2 Spieler schon. Den Rest kenne ich nur als Gegenspieler, aber auch im Staff-Team ist mit Martin Sporer ein Fitnesstrainer, den ich in Gladbach auch schon hatte, und Patrick Hux, ein Physiotherapeut, auch aus Gladbacher Zeiten. Mhm. Ja. 4. Begriff ist Frankfurt. Was weißt du schon? Noch nicht so viel. Vieles gehört schon von vielen Leuten, jetzt auch seitdem der Wechsel bekannt wurde. Viele natürlich mir ihre Eindrücke von Frankfurt erzählt. Und grundweg positiv eigentlich. Das ist erstaunlich. Ja, weil natürlich dachte ich auch, es kommen vielleicht auch mal negative Stimmen, aber eigentlich waren alle oder 95% aller Stimmen waren positiv. Und ich freue mich auch jetzt, dann die Stadt auch mal ein bisschen mehr kennenzulernen und die Leute. Ja. Das hört man sehr gerne. Letzter Begriff ist FIFA 21. Spielst du bzw. bist du mit einem Spieler zufrieden? Gibt Spieler hier und da, die sagen, ihre Werte wären nicht okay? Ja, meine Werte sind, glaube ich, auch nicht okay, aber ich verstehe es auch, dass sie nicht jeden Spieler richtig bewerten können, weil das sind so viele Spieler und da konzentrieren die sich eher auf einen Cristiano Ronaldo oder sonst wen. Aber ja, immer wenn das Spiel rauskommt, sind die ersten Monate auf jeden Fall Suchtpotenzial vorhanden. Mhm. Danach flacht das so ein bisschen ab gegen Weihnachten, weil ich dann aber auch das erste Break vom Zocken habe, so ein bisschen, weil ich natürlich dann mit der Familie oder Freunden bin. Zeige ich dir jetzt noch mein Lieblingsrestaurant und dann haben wir auch noch was zum Mittag gegessen. Auf geht's, guten Abo. Ja, man hat es ja beim Essen gerade gesehen, Chris, dass du vegan dich ernährst. Wie kam es dazu? Angefangen habe ich damals mal durch eine schwere Verletzung, wo ich in der Zeit 6 Monate auch auf tierische Produkte verzichtet habe. Danach hat es aber eigentlich angefangen, als wir mit Union in der Bundesliga gespielt haben, weil ich gemerkt habe, dass wir mit Union gefühlt nur hinterherlaufen und das so anstrengend war im Spiel. Und dann habe ich gesagt, irgendwas muss ich tun und deshalb habe ich probiert, damit noch mal ein paar Prozent rauszuholen. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Eintracht gesprochen heute. Da wollen wir natürlich trotzdem nachher noch mal hin. Wie war das, als die Eintracht bei dir angeklopft hat und hat gesagt, hey, wir haben Interesse, dich für den nächsten Sommer zu verpflichten? Was hat es mit dir gemacht im Kopf? Relativ einfach war das, muss ich sagen, weil die Eintracht ist natürlich ein großer Verein, auch jetzt über die letzten Jahre auch unglaublich sich nochmal entwickelt und mehrere Schritte nach vorne gegangen. Und das war für mich das war für mich der Grund, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Und ich habe sofort gesagt, ja, den Schritt zur Eintracht möchte ich auf jeden Fall gehen. Du warst einer der ersten Neuzugänge für diese Sommerperiode. Damals noch mit Bobic und Hütter als den Zentralen. Die sind jetzt nicht mehr da.
Ist es schwierig für dich oder sagst du, naja, das ist jetzt kein Problem, dann sind Markus Krösche und Oliver Glasner jetzt die beiden am Ruder? Ja, am Anfang war es natürlich schon komisch erstmal, weil mit denen ich dann hauptsächlich auch gesprochen habe, die waren dann weg. Aber grundsätzlich ist ja egal, wer im Endeffekt da ist. Ich muss bei jedem Trainer dann den kennenlernen und mich zeigen und deswegen freue ich mich sogar auf die Aufgabe, dass im Endeffekt jeder jetzt einen neuen Trainer hat und jeder alles neu kennenlernen muss. Du hast im Interview bei der Bild-Zeitung gesagt, dass so ein Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist mit der Eintracht, dass du den sehr stark mit der Eintracht konnotierst. Was war das genau? Kannst du das noch mal kurz wiedergeben? Ich glaube, jeder kennt die Europageschichte der Eintracht und wo die Fans in Übermaßen die Stadt überflutet hat. Und ich habe damals ja schon gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, welches Spiel das war. Wahrscheinlich Mailand, das war das. Ja. Über 15.000. Genau, wo aber eigentlich nur wie viel, 8, 9, 10.000 ins Stadion kamen oder so und 5.000 einfach noch draußen waren oder in der Stadt waren. Und ja, ich muss sagen, das ist überwältigend. Also klar, den Block schon voll zu bekommen, ist schon geil. Aber dann noch mehr Fans draußen zu haben und die Stadt sozusagen einzunehmen, ist schon was nicht nur Fußballfans, sondern auch Fußballer an sich beeindruckt. Gehen wir kurz ein bisschen auf den Platz. Adi Hütter hat lange Zeit Dreierkette mit der Eintracht spielen lassen, mit nur einzelnen Flügeln oder Dreier-Fünferkette. Generell bei Oliver Glasner war es mal so, Dreier-Fünferkette, Viererkette. Wie bist du da? Sagst du, ist mir egal, ob ich alleine auf der Seite spiele? Oder sagst du, naja, Viererkette hinten links ist mir schon lieber, aber ich kann auch das andere? Ich glaube, grundsätzlich ist mir egal, weil mit Union haben wir auch beides gespielt über die 2 Jahre. Und ich hatte beide Aufgaben, Linksverteidiger dann zu sein in der Viererkette oder linker Flügelspieler in der Fünferkette bzw. Dreierkette. Klar, das Spiel verändert sich ein bisschen, weil entweder hast du jemanden noch auf dem Flügel, mit dem du zusammenspielst oder zusammenarbeiten kannst dann, oder du bist erstmal so ein bisschen auf dich alleine gestellt, wobei du natürlich dann durch die Hilfe von hinten meistens auch noch Absicherung hast. Aber ich bin natürlich gelernter Linksverteidiger, deswegen ist für mich Viererkette auch sehr angenehm. Ja, genau. Gibt es was, wo du sagen kannst, das kann ich weiß, es ist immer ein bisschen schwer für dich selber positiv zu reden, aber eine Sache, wo du sagst, da bist du besonders gut drin? Ja, ich glaube schon, dass ich einsatzfreudig bin, laufstark und immer probiere, die Gegner auch unter Druck zu setzen und probiere auch die Bälle zu erobern. Also ich möchte nicht nur passiv zugucken, sondern ich will eigentlich Balleroberung haben, damit wir einen Gegenangriff starten können. Was sind so deine Erwartungen an die Saison, an das Team? Was erwartest du in Frankfurt? Erwartungen habe ich gar nicht groß. Ich möchte mich erstmal selbst einleben, auch möchte mit der Eintracht natürlich auch die Saison gut starten, dann die Europa League vielleicht auch wieder rocken wie damals schon. Und ja, wenn wir das alles schaffen und ich glaube, die Qualitäten, die die Eintracht jetzt letztes Jahr auch gezeigt hat oder über die Jahre, wenn wir das wieder auf den Platz bringen können, dann sehe ich da aber auch keine Hindernisse für uns. Hallo liebe Eintracht-Fans, schöne Grüße aus Berlin. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche in Frankfurt sehen. Mach's gut, bis nächste Ciao. Woche.